Sie können sich freuen auf den ersten Eröffnungsvortrag hier heute, der von Mary Jo Kreitzer aus Minneapolis gehalten wird. Sie wird über Wellbeing in Leadership berichten und ich möchte Ihnen ein bisschen was über die Person sagen. Mary Jo und ich haben uns 2005 kennengelernt und sind seitdem beide Mitglied einer internationalen Lerngemeinschaft. Wir treffen uns zweimal im Jahr, also alle Teilnehmer dieser Lerngemeinschaft, wir sind 10 Leute aus 8 verschiedenen Ländern. Wir treffen uns zweimal im Jahr und tauschen uns über das Gesundheitswesen in unseren Ländern aus und eben auch immer fahren wir in spannende Länder und schauen uns das dort vor Ort an, sodass wir gerade aus Island zurückgekommen sind und dort unser letztes Meeting hatten. Mary Jo Kreitzer ist Professorin für Pflege an der School of Nursing an der University of Minneapolis in Minnesota. Und sie ist gleichzeitig seit, ich glaube, 17 Jahren Direktorin des Centers for Spirituality and Healing. Wenn Sie die Universität Minneapolis im Auge haben, das ist eine sehr naturwissenschaftlich orientierte Einrichtung, sehr große Universität mit 54.000 ganztägig studierenden Studenten, also das ist schon eine Stadt für sich. Und dort ist es ihr vor 17 Jahren gelungen, dieses Center for Spirituality and Healing auf den Weg zu bringen. Sie hat schon immer große Forschungsprojekte angestrebt und hat in den letzten Jahren sehr viel geforscht zum Thema Mind-Body Stress Reduction, Mind-Body Stress Reduction, und hat dazu Forschungen gemacht mit unterschiedlichen Gruppierungen, wie das wirkt bei Patienten mit Depressionen zum Beispiel, und konnte da sehr erfolgreiche Forschungsergebnisse zusammentragen. Ja, ich freue mich sehr, Sie heute hier anmoderieren zu dürfen. Mary Jo ist gestern hereingeflogen gekommen, hält heute den Vortrag und muss morgen wieder zurück. Wenn Sie irgendwas von ihr wollen, müssen Sie ganz schnell sein. Ein Applaus für Mary Jo Kreitzer. It's really a pleasure to be here, and I thank you very much for that warm welcome and that very kind introduction. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne hierher gekommen. Es ist eine Ehre, hier zu sein. This really is such an important celebration today of Crown Coaching and Renata. And as I'm sure most of you know, Renata is very well known for her work not only in Dresden and in Germany and in Europe, but really around the world for the work that she's done with coaching, nursing, and leadership. Es ist so eine wichtige Veranstaltung heute. Wie Sie vielleicht wissen, ist Renate nicht nur hier im Inland bekannt, sondern auch international. Und das ist ein schöner Anlass heute. And we are also celebrating, in addition to Crown Coaching, Renata's birthday. So I have brought her a special gift from the United States, a book. Everybody knows Renata loves book. And the title of this book is Perseverance. Ja. Sie hat zum Geburtstag von Renate, der neben dem Jubiläum der Firma gefeiert wird, ein Buch mitgebracht, das heißt Perseverance, also Hartnäckigkeit. And I knew this was the right book for Renata because it begins with a Native American Hopi blessing. Und es ist das richtige Buch für Renate, weil es mit einem Spruch von den Hopi-Indianern beginnt. And I'm going to read you just the last paragraph that says, und ich nehme nur den letzten Absatz von diesem Hopi-Wort. All that we do now must be done in a sacred manner and in celebration, for we are the ones we have been waiting for. Okay. Alles, was jetzt getan werden muss, muss in einer heiligen Acht getan werden und als eine Feier. Denn wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben. So, Renata. Oh, thank you so much. You're welcome. Thank you.
grateful to have my friend Rainer Amende here to translate for me, and I will try to make my sentences short. Thank you. Okay. So Renata invited me to talk about two big topics, well-being and leadership. And So zwei Themen sind im Vortrag heute angefragt worden, einmal Wohlbefinden und Führung. so I'm going to talk about well-being, what well-being is and why it's important, and then the job we all have to advance well-being, why leadership and well-being is so important. So, heute wird sie darüber sprechen, was Wohlbefinden bedeutet, was es ist und was es nicht ist, wie wichtig es ist und über neue Führungskompetenzen. In a United States newspaper last spring, the Wall Street Journal, an article was written, and the title of the article was "The Simple Idea That is Transforming Healthcare." And the simple idea was well-being. In der Zeitung The Wall Street Journal ist ein Artikel erschienen vor kurzem, die einfache Idee, wie man das Gesundheitswesen verändern kann. Und das war Wohlbefinden. So while this well-being is not a new idea, it is definitely an idea whose time has come. Obwohl Wohlbefinden keine neue Idee ist, ist es doch so, dass es jetzt die Zeit ist, viel darüber nachzudenken. The first time that well-being appeared in the literature was actually back in 1946 when the World Health Organization defined health as a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Zum ersten Mal, als dieser Begriff auftauchte bei der WHO, da ging es darum, dass Gesundheit beschrieben wurde. Und es ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern es geht um die körperliche, geistige und soziale, um das Wohlbefinden. Und ja, das wäre dann Wohlbefinden an sich. And it was over 30 years ago that a very famous sociologist named Aaron Antonovsky coined the term salutogenesis, which means studying what are the factors that support human health and well-being. Und vor 30 Jahren hat Antonowski beschrieben, was Gesundheit ausmacht, welche Faktoren sind es. In healthcare systems around the world, we often focus so much of our time and our money and our effort on taking care of people who are sick. In unserem Gesundheitssystem nutzen wir enorme Ressourcen und konzentrieren uns auf diejenigen, die krank sind. So now in countries around the world, we're beginning to say it's important that we shift our focus, not only focusing on disease, but also focusing on health. So really shifting the conversation from illness to wellness. Und neuerdings geht es nun darum, sich nicht nur um Krankheit zu kümmern, sondern auch um Gesundheit. Und da sehen wir einen Umbruch. So even in talking about making changes in the healthcare system, people are saying we need to go beyond healthcare reform and start talking about health reform. Und jetzt diskutieren wir nicht mehr nur über die Reform des Gesundheitswesens, sondern über eine Gesundheitsreform. But actually I think that's not enough. I think that instead of just talking about health, we need to talk about this bigger idea of well-being. Und nun geht es nicht nur um Gesundheit, sondern um die größere Idee des Wohlbefindens. So I'm going to spend a little bit of time talking about this well-being model that has 6 dimensions. Und ich werde jetzt über dieses Modell hier sprechen, wo 6 Dimensionen aufgezeigt sind, die Wohlbefinden ausmachen. So certainly the health is very important to well-being, and in thinking about health, it's very important to look at health from a holistic point of view, considering physical health, mental health, social and spiritual health.
Und wenn wir mit dem Begriff der Gesundheit anfangen, geht es darum, es aus einer ganzheitlichen Perspektive zu betrachten, also körperlich, geistig, sozial und spirituell. And a very important message around health is the message that health is in our hands. That so much of how healthy people are has to do with choices that we make in our lives. Und wenn wir genauer hinschauen, wissen wir, dass Gesundheit etwas mit unseren Entscheidungen zu tun hat und die wir beeinflussen können. So the healthcare system, doctors, hospitals, and drugs, only accounts for about 20% of how healthy we are. 80% has to do with lifestyle choices that we make. Es geht nur um 20%, die im Gesundheitswesen unter dem System angeschaut werden. 80% der Fälle, da geht es um die Entscheidungen, die wir mit unserer Gesundheit fällen. So it's very important that we look at what we eat, how much we exercise, how much we sleep, and how we manage our stress. Und da geht es dann darum, wie viel wir essen, wie wir uns bewegen, wie viel Stress wir haben, solche Sachen. So as I talk about this well-being model, I invite you to think about your own life and your own well-being and what causes well-being in your own life. And so think about in the area of health, how healthy are you? So ist die erste Frage, wie gesund sind Sie, wenn Sie sich überlegen, wie verhalten Sie sich, was sind Ihre Entscheidungen in Bezug auf Ihre Gesundheit? So the second area of well-being I want to talk about is the area of purpose. We know that having a purpose and having meaning in life is very related to health. Ein Schwerpunkt, der zur Gesundheit noch dazu gehört, ist der Sinn, den man im Leben sieht. So research tells us that people who retire and have no plans are at high risk for death. Und wir haben in der Forschung gesehen, dass Menschen, die in den Ruhestand treten, ohne einen Plan zu haben, wie sie ihn gestalten wollen, früher sterben. So purpose is not something we decide once in our life and never change our mind. So, die Suche nach Sinn ist nicht eine einmalige Sache, sondern etwas Kontinuierliches, das wir im Leben immer wieder betrachten müssen. People who study adult development have found that people rethink their purpose about every decade in their life. Und man hat Untersuchungen, in denen gezeigt wird, dass Menschen so alle 10 Jahre ihre Sinnausrichtung neu definieren. So if you're still trying to decide who you are and why you're here, that's okay. So, wenn Sie immer noch auf Selbstsuche sind, dann ist das in Ordnung. So the key message around purpose is that purpose matters. Purpose is very important. So, der Schlüssel in der Aussage ist, Sinn hat eine ganz hohe Bedeutung im Leben. So people can have very good physical health, but if they have no purpose, they might not have well-being. So, jemand kann körperlich sehr gesund sein, aber wenn er keinen Sinn im Leben sieht, dann kann es sein, dass er sich nicht wohl fühlt. The next area I want to talk about is relationships. And the message I want to convey is that relationships are important and that isolation is fatal. Nächsten Punkt, über den ich sprechen möchte, ist Beziehung. Wir wissen aus der Forschung, dass Beziehung sehr, sehr wichtig ist. Es hat eine große Bedeutung im Leben. So people who are lonely have the same health risks as people who have high blood pressure, obesity, other serious chronic illnesses. Loneliness is that much of an issue. Einsamkeit ist genauso ein Risiko für die eigene Gesundheit wie hoher Blutdruck, starkes Übergewicht und sonstige Dinge. As I look at Renata and I look around the room, I see how much relationships are a part of Renata's life. And that's healthy. Und wenn ich jetzt Renate anschaue,
und hier diese ganze Gruppe Menschen und sehe, wie viele Verbindungen und wie viele Beziehungen hier bestehen, dann ist das ein gesundes Leben. The next area that I'll talk about is community. And the message around community is that community is what nurtures and sustains us. Also Gemeinschaft ist etwas, was uns stärkt und uns hält und uns Sinn gibt und trägt. When looking at community, it's very important to see how every person is connected to the community, how they're contributing to the community and helping the community grow. Und daher ist es wichtig, dass wir anschauen, wie eine Person sich in die Gemeinschaft einbringt, was sie beitragen, was sie da hineinbringen und was das für eine Bedeutung hat. The next area that I'll mention is environment. And in thinking about the environment, it's certainly important to have clean air, clean water, and to not have toxins. But nature is also important. Und der nächste Punkt, um den es mir geht, ist Umwelt. Und es geht darum, dass wir eine gesunde Umwelt brauchen. Wasser, Luft, was auch immer. Und dass nicht so viele Giftstoffe da sind. So there's a lot of research that is starting to emerge about the important role of nature in supporting our well-being. Und es gibt immer mehr Forschungsergebnisse, die untersuchen, wie Natur Einfluss auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit nimmt. For example, when we exercise in nature, it has many greater benefits than when we exercise indoor doing the same thing. Also wenn wir Sport treiben in einem Gebäude, hat das einen weniger guten Effekt, als wenn ich es in der freien Natur ausübe. And the last area of well-being I'll mention is the area of safety and security. Und der letzte Punkt, um den es mir geht, ist der Punkt Sicherheit. It's important, obviously, to have enough money to have a roof over our heads and food on the table. Wichtig für uns ist sicherlich, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und etwas zu essen auf dem Tisch. But it's also very important to have a feeling of safety in our lives. So people who live in fear, that can be very incapacitating. Und auch Sicherheit im Leben zu spüren ist sehr bedeutsam. Menschen, die in Angst leben, die haben natürlich eine Einschränkung. So I invite you to think about your own well-being and how these dimensions of well-being exist in your own life. Das wäre schön, wenn Sie jetzt mal darüber nachdenken würden, wie das sich auf Ihr Wohlbefinden bezieht, diese Punkte, über die gerade gesprochen wurde. And I also invite you to think about how well-being works within your organization. Because these same areas of well-being can be looked at from an organizational point of view. Und es ist wichtig, darüber nachzudenken, wie es in Ihren Organisationen ausschaut, weil die gleichen Punkte dort auch zum Tragen kommen. So I'll say a few words about leadership and what's very important from a leadership point of view. And when I think of leadership, I think of leadership being a whole person, whole system approach to improving the well-being of people in the organizations and communities in which they live. Also hier geht es darum, dass die ganze Person in einem ganzheitlichen System, das ist, was man fokussieren muss, um das Wohlbefinden der Menschen in Organisationen und Gemeinschaften zu fördern und zu schauen, wie sie arbeiten und leben. So we are preparing leaders to be well-being officers, chief well-being officers, and we're teaching them the importance of personal growth in their well-being, looking at their own well-being, looking at how to create change in their system, and learning a new set of leadership skills. Sie unterrichten Personen an der Hochschule, das sind dann Wellbeing Officers und die lernen etwas über persönliche Entwicklung und Wohlbefinden
und diese ganzen Systeme und das anzuschauen. So the idea of what makes a good leader has started to change. It used to be that we thought that a leader in an organization should be in control and have all the answers. That's an old idea of leadership. Eine alte Vorstellung von Führung ist, dass man einfach eine Führungskraft von ihr erwartet, dass sie auf Fragen die Antworten hat. The new competencies we believe are important for leadership are to have good awareness of self, good understanding of self, and a good awareness of systems and understanding the systems that surround the leader. Eine neue Idee zu dem, was Führungskompetenz sein kann, ist, sich selbst besser wahrzunehmen und auch das System um sich herum, in dem man sich bewegt. It's also very important that the leader have skills of deeply listening within the organization. Und es geht darum, dass man zuhört, und zwar auf die Art und Weise, dass man wirklich da ist und hört, was die Leute sagen. It's also important that leaders seek to surround themselves with people who have different ideas, to have diverse perspectives. It's not good to surround yourself with people who always agree with you and think just like you think. Und es geht darum, dass man als Führungskraft Menschen um sich schart, die unterschiedliche Perspektiven vertreten. Es ist nicht mehr sehr sinnvoll, wenn alle das Gleiche denken. It's also important that leaders suspend certainty, believing that they have all of the answers, and embrace uncertainty, which means they come into a situation with curiosity and openness. Und worum es auch geht, ist, dass man Sicherheit einfach loslassen sollte und Unsicherheit eher umarmen sollte. Dass man Möglichkeiten in Erwägung zieht. And the final skill is leaders need to be able to be adaptive, which means change course quickly when the circumstances require it. Und es geht um flexible Anpassungsfähigkeit, wenn sich die Dinge verändern, dass man sich dann auch neu ausrichten kann. Of all of these competencies, the one that I think is the most important is self-awareness. Und den wichtigsten Punkt sehe ich als die Selbsterkenntnis. So I'll talk briefly about 3 ideas connected to self-awareness that I think are very critical for any leader. Und ich möchte jetzt über 3 Themen reden, die also sehr wichtig sind für Führungspersonen. And the 3 ideas of that are that leaders need to be mindful, they need to have a positive attitude, and they need to be able to express their own vulnerability. Also diese Führungskräfte sollten sich selbst nah sein, sich bewusst sein. Sie sollten eine positive Haltung ausstrahlen und sie sind auch unter anderem verletzlich. Mindfulness is having the capacity to be in the present moment. Not thinking about what's going to happen in the future or what has happened in the past, but to be here in the here and now. Und das zentrale Thema ist, in dem Hier und Jetzt zu sein, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, sondern hier im Moment. That might sound like a very easy idea, but it's something that is very hard to do. Because we live and work in a world of multitasking where we do many things at the same time, and we also live in a world where there's expectations of being very productive. Und dieses im Hier und Jetzt, in diesem Moment wirklich da zu sein, ist eigentlich eine sehr harte Angelegenheit, weil wir in einer Welt leben, in der unheimlich viel gleichzeitig getan werden muss und wo große Erwartungen an die Produktivität der Person gestellt werden.
We've also been conditioned from a very young age to live in the future. From the time that we're very young, we're thinking of the next birthday, getting in school, getting a job, having a family. So we live a lot of our lives in the future. Und von Kindheit an werden wir so erzogen, dass wir in die Zukunft hineinblicken. Mein nächster Geburtstag, wann komme ich in die Schule, wann komme ich in den Beruf, wann gründe ich eine Familie. Es ist immer der Blick nach vorne. And when we live in the future, we miss the life that is happening right now around us. Und wenn wir nur in die Zukunft schauen, dann geht uns der Blick für das, was im Moment passiert, verloren. Have you ever found yourself getting into a car and driving someplace, arriving at the destination, but you don't remember driving there? Können Sie sich erinnern an eine Autofahrt, wo Sie hinfahren und kommen an und kann sich gar nicht mehr an den Weg erinnern? Has that happened? Yeah. Or perhaps you've eaten a meal, but you don't remember tasting the food. Da können Sie sich erinnern, Sie haben ein Essen gerade zu sich genommen, können sich gar nicht erinnern, wie es geschmeckt hat. So one of the things that has become very popular in the United States is mindfulness and teaching mindful meditation. Eine Sache, die in den USA im Moment einen ganz hohen Stellenwert hat, ist die Achtsamkeit und Meditation. And meditation is a practice for relaxing the body, but also calming the mind. Very important for stress reduction. Und es geht in der Achtsamkeitsmeditation darum, zur Ruhe zu kommen und zu entspannen, aber auch zu fokussieren. So people can meditate in many ways. They can meditate while they're sitting quietly, chanting or moving mindfully. Also man kann diese Übung machen, indem man einfach ruhig sitzt oder singt oder indem man sich langsam bewegt. There's a very strong science that is emerging around meditation to show the benefits and the health effects of meditation. Und es gibt im Moment sehr, sehr viel Forschung zu dem Thema Meditation. Das nimmt immer mehr zu, weil die Bedeutung erkannt wurde. Some of the early studies of meditation used self-report, where people talked about meditation made them less anxious, less depressed, more able to sleep. Die frühen Studien haben sich häufig mit den Aussagen der Meditierenden beschäftigt. Wie erleben sie das? Then more advanced studies began to look at how meditation changes our immune system, makes our immune system stronger. Und die neueren Studien beschäftigen sich mit Immunsystem und wie sich Meditation auf das Immunsystem auswirkt. Now meditation is starting to look at genes, the telomeres on the genes. Und jetzt geht es um Gene und wie das in das Genprogramm sich einbringt, diese Meditation und die Auswirkungen. And the evidence is that when people are stressed, it can affect their genes. Und es zeigt sich in der Forschung, dass wenn sie unter großem Stress sind, dass sich das auf ihre genetischen Dispositionen auswirkt. And now we also know that meditation changes our brain. Und wir wissen jetzt aus der Forschung, dass sich unser Gehirn verändert, wenn wir meditieren. The early research was done on monks who had meditated, and they found that permanent changes in the structure and function of the brain were discovered. Und die Forschung von Mönchen, die ja sehr viel meditieren, da kam es zu sehr wichtigen Befunden über die Funktion des Gehirns. And now studies have found that when people have meditated for as short as 8 weeks, they are also finding changes in the brain.
Und nun hat man herausgefunden, dass wenn Sie nur 8 Wochen meditiert haben, schon Veränderungen im Gehirn festgestellt werden können. So we're finding that meditation is very important for leaders. Und deswegen ist Meditation sicherlich etwas Wichtiges für Führungskräfte. The other big idea is the whole idea of positive emotions or positivity. And Rainer tells me that this book has been now translated into German. Und ein wichtiger Punkt, um den es geht, ist dieses Positive, die Grundhaltung, die positiv sein soll. Und dieses Buch von Fredrickson ist auch in Deutsch erhältlich. Like meditation, positivity changes our behavior and it also changes our brain. Und positive Grundhaltung verändert unser Gehirn und unser Verhalten. So one of the things that positivity does is it changes what we are able to see. When we come with a positive mindset, we see much bigger possibilities in life. Und das positive Denken eröffnet uns neue Einsichten und in Möglichkeiten. Wir können mehr erkennen, sehen und wahrnehmen. Positivity also opens your heart and mind, and it makes you more receptive and more creative. Und positive Grundhaltung öffnet unser Herz und unsere Gedanken und es macht uns mehr wahrnehmungsbereit und kreativer. So Barbara Fredrickson's advice is to strive for a positivity ratio of 3 to 1. What that means is for every negative emotion or negative experience, it's important to have at least 3. And that's what helps people flourish in their lives. Barbara Fredrickson sagt, dass man, wenn man eine negative Erfahrung gemacht hat, mindestens 3 positive dagegen setzen sollte, weil das unser persönliches Erleben verbessert und es wird uns dann wieder besser gehen. So this is not about denying pain or denying negative emotions, but it's just working hard to also create positive experiences and positive emotions in our lives. Und das heißt nicht das Ignorieren von negativen Ereignissen und Zuständen, sondern es heißt einfach, wir versuchen härter, uns auch was Positives angedeihen zu lassen. So this is very important for managers because leaders that have greater positivity were more accurate and careful in making decisions, and they were more effective, and they also had stronger teams. Führungskräfte, die diese positive Grundhaltung haben, die haben genauer und präziser gearbeitet. Sie haben viel gründlicher Entscheidungen getroffen und sie hatten effektivere Teams. And there's some evidence that people that are positive on the average live up to 10 years longer. Und Menschen, die positive Grundhaltungen haben, können bis zu 10 Jahre länger leben. So negativity constrains, makes small your experience of the world, and positivity transforms us for the better. Daher ist das Ergebnis, dieses Negative nimmt uns eigentlich Erfahrungen aus dem Leben weg und das Positive verändert uns zum Besseren hin. And the last description of self-awareness I want to talk about is the whole idea of vulnerability, which means that we show up as our real authentic self. Und das, was der letzte Punkt nun ist, da geht es um dieses berührbar oder auch verletzlich sein, weil das zeigt, wer wir wirklich sind. Es bringt uns näher zu uns selbst. What we know matters in life, but who we are matters even more. And being vulnerable means letting people fully know us and understand who we really are. Und was wir wissen, ist wichtig, aber wer wir sind, ist viel wichtiger. Und dass Menschen erkennen können, wie wir spüren, wie wir erleben, das ist viel wichtiger als andere Dinge.
So these are my final suggestions for you as you think about becoming a well-being leader, because well-being and being leader is something we can all do in our lives. Und nun möchten wir zusammenfassen, wie man ein Wohlbefindensführungskraft werden kann, weil das uns ja nach vorne bringt. So be authentic and let go of what people think of you. Seien Sie authentisch und machen sich nicht so viel Gedanken, was andere über Sie denken. Be kind to yourself. Cultivate self-compassion and let go of perfectionism. Kultivieren Sie Selbstpflege und sind Sie gut zu sich selbst und lassen Sie Perfektionismus etwas los. Aber richtig. Does that mean it's hard? Let's do it properly. Have a resilient spirit and let go of a feeling of powerlessness. Ja, beschäftigen Sie sich mit Resilienz und lassen Sie Ohnmachtsgefühle los. So cultivate gratitude and joy and let go of scarcity and fear. Sind Sie dankbar für Freude und lassen Sie Ängste und Beklemmungen los. And learn to trust your intuition and let go of the need for certainty. Und vertrauen Sie Ihrer Intuition und Ihrem Gefühl und lassen Sie los, wenn Sie nach Sicherheit suchen. Be creative and let go of comparison. Seien Sie kreativ und vergleichen Sie nicht immer. This next one is very important. Be sure to find time in your life for play and rest. And let go of the idea that exhaustion is a status symbol. Sie sollen mehr spielen und sich ausruhen und nicht Erschöpfung als ein Zeichen und ein Statussymbol ihrer Werktätigkeit darstellen. So build in your life calm and stillness and let go of anxiety. Pflegen Sie Ruhe und innere Ruhe und lassen Sie Ängste los. Be sure to cultivate meaningful work and let go of self-doubt and all of the things you feel like you're supposed to be doing. Und konzentrieren Sie sich auf sinnvolle Arbeit und lassen Sie los diese Selbstzweifel und das, was ich noch hätte tun sollen. And Renata is very good at this last one. Laughter, song, and dance. But it also says let go of being cool, and Renata is always cool, and she's always in control. Also worin Renate eine Stärke hat, ist Lachen und Singen und Tanzen. Und dann soll man loslassen, Coolness und in Kontrolle sein. Das ist aber nicht für Renate. So we had the good fortune of having the Dalai Lama visit the Center for Spirituality and Healing a year ago. So you can see the sign behind the Dalai Lama. And the Dalai Lama said, dedicate yourself to the well-being of others and you will find happiness. Der Dalai Lama, der jetzt an der Universität in Minnesota zu Gast war, hat gesagt, weihe dich selbst der Aufgabe, anderen Wohlbefinden zukommen zu lassen und dann wirst du glücklich sein. Tell us about his hat there, Jill. Yeah, his hat from Minnesota. See the elm from Minnesota. And then the Dalai Lama also said, the more we care for the happiness of others, the greater our own sense of well-being becomes. Und er sagte auch, je mehr wir uns um das Wohlbefinden oder das Glück der anderen kümmern, umso größer ist unser Gefühl des Wohlbefindens. And I can also tell you that the Dalai Lama is a wonderful example of somebody who, in spite of a lot of hardship in life, brings incredible joy to everything that he does. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass der Dalai Lama trotz Entbehrungen und schlimmer Zeiten in seinem Leben eine unglaubliche Kraft und Freude in das bringt, was er tut.
So thank you very much, and I wish you great well-being in your own lives and in the organizations in which you work. And I hope you'll think of becoming a well-being leader.